Heute geht es um eine der wichtigsten Grundlagen beim Zeichnen, nämlich den Würfel. Wir werden ihn in der Ein-Punkt-Perspektive, in der Zwei-Punkt-Perspektive zeichnen und ihn drehen. Und am Ende des Videos werden wir daraus etwas Konkretes zeichnen, sodass du es auch direkt auf den Alltag und deine Motive übertragen kannst. Los geht's! Lass uns heute gemeinsam Würfel zeichnen und auch verstehen, warum diese Form so wichtig ist. Ja? Also ich zeige dir hier 4 Schritte, wo wir uns langsam rantasten an die Würfelform. Wir werden beginnen mit der normalen quadratischen Form. Dabei kommt es nicht darauf an, den Würfel hier 1:1 zu zeichnen, sondern einfach das Prinzip des Würfels zu verstehen. Warum ist das so wichtig? Schau mal. Wir haben diese Quaderform überall. Ja, bei einem Anspitzer, wir haben hier bei einem längeren beispielsweise 2 Würfel. Ja. Wir haben hier bei einem Buch haben wir auch eine Quaderform. Also du siehst, wir können das auf sehr, sehr viele Motive anwenden und es damit konstruieren und uns erleichtern. Also, wir zeichnen den Würfel sozusagen in verschiedenen Perspektiven jetzt. Von einfach nach immer komplizierter, also nicht komplizierter, sondern vielleicht besser gesagt vielseitiger. Ja? Und zum Schluss werde ich dir noch hier, werden wir daraus mal einen Hocker zeichnen. Also, los geht's. Wir beginnen ganz normal und zeichnen uns erstmal zum Warmwerden ein paar Quadrate hier ein. Das ist ja die Grundform des Würfels, ja. Also wenn wir genau vorstehen und nur diese Vorderseite praktisch sehen. Okay, damit es nicht ganz so langweilig ist, fangen wir jetzt schon an, den Würfel zu drehen und ein wenig zu überlappen. Und das Gleiche machen wir hier. Schritt für Schritt. Und hier machen wir auch noch einen Würfel rein. Beziehungsweise erstmal das Quadrat. Ja. Also ganz, ganz viele, zeichne schöne Ebenen übereinander. Du merkst, wir kriegen hier eine gewisse Dynamik rein. Ja. Es ist mal ganz wichtig, dass das erstmal die Grundvoraussetzung ist für den Würfel. Also einigermaßen gerade Linien zu ziehen in verschiedenen Richtungen. Ja. Ich werde jetzt hier... Du siehst alleine, dass ich hier einige besser betone. Ja. Habe ich ein bisschen zu schnell gezeichnet. Also du siehst, dass ich hier einige, wenn ich eine mehr betone, kommen die einen weiter vor und die anderen bleiben mehr im Hintergrund. Genauso könnte ich jetzt hier noch einen ganz schwachen zeichnen. Ja. Also wir schaffen alleine dadurch das Übereinanderlegen von Flächen ein gewisses Muster. Ja, vielleicht hier noch einen, der noch weiter hinten zu liegen scheint. Alleine nur durch die Betonung der Linien liegt er weiter nach hinten, diese quadratische Form. So, legen wir los. Wir beginnen mal mit einer Ein-Punkt-Perspektive. Der Würfel ist praktisch, ich glaube, das siehst du jetzt ganz gut, steht vor uns mit der Fläche. Die Senkrechten bleiben senkrechten und nach hinten geht er von uns weg. Also, wir zeichnen den Würfel in einer Ein-Punkt-Perspektive. So. Und führen ihn hier von uns weg. Du merkst durch die Schräge der Linien, die hier in einen Fluchtpunkt laufen, ja, bekommen wir schon eine gewisse Tiefe. Ganz wichtig beim Würfelzeichnen ist immer, dass du diese dritte Dimension mit einzeichnest. Warum ist das so wichtig? Weil dir dadurch viel, viel klarer wird, was hier passiert. Ja. Ich muss mal hier ein bisschen weitergehen, ja, dass wir hier nicht zu weit auseinanderkommen. Ja. So, ganz wichtig hier die dritte Dimension immer mit reinzunehmen.
Und alles schiebst du hier ganz einfach in diesen Fluchtpunkt rein. Ja? So, nächste Ansicht in der Einpunktperspektive. Wir zeigen jetzt die rechte Seite des Würfels. Also ich zeige es dir nochmal ungefähr so. Ja? Also die Bildebene hier steht vor uns. Ja? So, wir gehen jetzt etwas nach rechts, zeigen also die rechte Seite des Würfels. Und zeichnen auch die hinteren Kanten wieder ein. Ja. So sehen wir wieder, aufpassen, dass ich nicht so stark berlinere, so sehen wir wieder, wie sich der Würfel praktisch dreht. Ja. Unten immer ein bisschen dicker zeichnen, so zeigen wir, dass der Würfel auf einer Oberfläche steht. Also wir haben jetzt die Ansicht gezeichnet und die Ansicht ungefähr. Ja. So, jetzt wollen wir den ein bisschen komplexer zeichnen. Wir gehen jetzt mehr in die Übereckperspektive rein. Ja, diese Kante steht vor uns, die Ecke steht vor uns und die Kante. Und wir haben zwei Seiten, die voneinander weggehen. Also, legen wir mal los. Wir fangen mit der Kante vorne an. Haben hier die unterste Seite und hier die unterste Seite. Und eine Seite auch, wo wir sozusagen raufschauen können. Ja? Wir brauchen die oberste Seite. Und achte, dass die einigermaßen hier aufeinander zukommen. So, auch wieder ganz, ganz wichtig hier, den hinteren Teil einzeichnen. Ja? Das hilft später ungemein, dieses räumliche Sehen zu schulen. Ja, du siehst, es wird sofort ein Körper daraus. Ja. So, jetzt haben wir ungefähr so gezeichnet den Würfel. Jetzt drehen wir mal das Ganze ein Stück und da verschieben sich natürlich die Winkel hier. Ja. Also wir machen die linke Seite etwas kürzer und die rechte Seite, ich versuche den jetzt so zu zeichnen. Ja. Los geht's. Wir haben wieder die Linie, du siehst, die Linien bleiben alle senkrecht. Erstmal grundsätzlich ganz einfach. Aber je komplexer der Würfel wird, je mehr ist man geneigt, das zu vertauschen. Also wir haben hier eine längere Seite, der Würfel dreht sich mehr zu uns. Das heißt, die Kanten sind hier nicht mehr ganz so steil. Hier wären sie dagegen etwas steiler. So. Siehst du, durch Veränderung der Winkel kann man das sehr schön zeigen, dass sich der Würfel jetzt mehr von uns wegdreht. Ja, vorher so, jetzt so. So. Und wieder ziehen wir hier unsere dritte Dimension rein und zeigen die. Wieder ein bisschen strichen, um das anzudeuten. Und beim vierten Beispiel, geht gar nicht abzuradieren, was war das? So, und beim vierten Beispiel werden wir mal den Würfel auf den Kopf stellen. Ja? Also, wir zeichnen die Ansicht bloß einmal gedreht. Also wir haben wieder die Achse und zeichnen die Unterseite des Würfels ein und zeichnen die Oberseite des Würfels ein. Ja, schau, dass ungefähr hier beide gleichmäßig sind. So, dann gehen wir nach hier, diese Seite, und dann gehen wir nach hier. Ja. Du siehst, der Würfel steht jetzt auf dem Kopf. Wir können sozusagen die Oberansicht nicht mehr sehen. Wir sehen jetzt die untere Ansicht mehr. Und die untere Ansicht ist meist dunkel, weil sie vom Licht abgewandt ist. Ja?
So, auch hier zeichnen wir jetzt die Flächen ein, ja? Dass wir hier praktisch die Decke sehen vom Würfel. Ja? So, das gleiche machen wir hier mit dem. Gehen wieder ein Stück runter, machen nach hier weniger, hier machen wir ein Stück mehr. Wir wollen ja weniger von der linken Seite sehen. Achte darauf, dass die Linien zueinander konvertieren. Und hier machen wir genau das Gleiche. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. So. Und hier gehen wir nach hier. Hier muss ich mal ein bisschen länger werden noch. So ist besser. Und dann gehen wir hier nach hier. Ja? So. Hintergrund einzeichnen, fertig. Hier wieder ein bisschen dunkler. Ja, manchmal muss man halt wirklich aufpassen beim Drehen des Würfels, dass das alles hinhaut. Ja. Die Schrägen müssen natürlich auch zueinander kommen, also so mehr ist besser. So, hier oben wieder ein bisschen stricheln, sodass wir diese Decke sehen sozusagen. Ja. So. Also du siehst, wir können den auch so drehen, er hat immer ähnliche Gesetze sozusagen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den versuchen in verschiedenen Richtungen zu drehen. So, ich zeige dir am Anfang, sagte ich dir, ja, keiner will Würfel zeichnen, Tag und Nacht. Es ist aber wichtig, diese Übung immer wieder zu machen und auch die in verschiedenen Richtungen zu drehen. Ja. Also alle Richtungen, die dir sozusagen einfallen. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob du da gern noch eine weitere Übung zu haben möchtest, also dass wir den Würfel in alle Richtungen drehen. Ja, überhalb der Horizontlinie, unterhalb der Horizontlinie. Wenn du das möchtest, einfach kurz in die Kommentare einen Kommentar hinterlassen. Übrigens, wenn du meine Arbeit hier wertschätzt, meine Zeichentätigkeit, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, mir ein Like da lässt. Und wenn du magst, teile das Video mit deinen Freunden. So, weiter geht's. Hier ist schon mal wieder ein Ausschnitt aus meinem neuen Zeichenkurs, der bald erscheint. Also wir zeichnen jetzt einen Hocker. Ja, also wir gehen vom Abstrakten ins Konkrete rein. So, legen wir los. Ich mache mal hier 2 Pfeile. Ja, und hier sehen wir auch nochmal diese Verbindung, dass man das zusammen sieht. So, also legen wir los mit dem Hocker. Wir fangen an mit dem Oberteil, wo wir also drauf sitzen. So, also du siehst ungefähr diese Ansicht. Ja? Wir sehen die Oberfläche ein bisschen, unsere Sitzposition, so. Und den bauen wir natürlich genauso weiter auf. Ja, wir ziehen hier schön unsere Hilfslinien. Sodass wir hier erstmal unser Konstrukt haben. Hier ist es sehr hilfreich, wenn wir das Gleiche hier auch machen. Ja, so sehen wir praktisch, der hintere Fuß ist jetzt verdeckt, aber wie die Füße dann letztendlich sich verdrehen. Denn die Füße sind auch nur Quader. Ja? Also haben wir auch wieder eine Würfelform, natürlich mehrere Würfel, aber es geht im Allgemeinen Würfel-Quaderform. Ja? Wir finden sie überall oder nicht überall, sondern sehr, sehr häufig. So, die Sitzfläche. Und das vordere Bein. Du siehst, wie uns das hier unten hilft. 1, 2, hier steht der Fuß direkt auf dem Boden. Wir zeichnen jetzt das rechte Bein ein und hier die hintere Seite des rechten Beines. Ja? Hier runter, hier mache ich gleich eine Strebe rein, das zeige ich dir gleich.
Das Bein geht nach da, das nach hier. Dafür haben wir unsere Hilfslinien gesetzt. Und hier das linke Bein. Einmal nach hier, einmal nach hier. Wir gehen hier runter und haben jetzt praktisch unseren Hocker mit den 3 Beinen und das 4. Bein ist hier verdeckt. So, der Hocker wäre jetzt total wackelig. Deswegen haben die immer Streben drin. Die zeichnen wir uns jetzt einfach hier ein. Also Nummer 1. Ich mache mal hier hochkant welche rein. Und hier auf dieser Seite genau das gleiche. Denn du siehst, es macht viel mehr Spaß, wenn man den Würfel gleich zur Anwendung bringt. Sonst ist das alles viel zu abstrakt. So. Hilfslinien kurz rausradiert, damit mehr Klarheit in der Zeichnung herrscht. So, jetzt betonen wir nochmal die einzelnen Flächen. Und hier zeichnen wir natürlich noch hinten die Streben weiter. Ja? Also die anderen Streben, die hier kommen. Die deuten wir aber nur kurz an, dass hier auch Streben sozusagen drin sind. Ja? Weil sie liegen ja weiter weg von uns sozusagen. Mal ein bisschen dunkler machen, dass wir das absetzen voneinander. So. Dort, wo wir drauf sitzen, heben wir nochmal speziell hervor. So kriegt der Hocker eine bessere Dimension in die Tiefe. Ja. Also wenn du mehr lernen willst, unten habe ich dir auch in der Beschreibung was reingepackt. Dort hast du einen kostenlosen Zeichenkurs, aber auch, wenn du tiefer einsteigen willst und gleich richtig durchstarten willst, den Link zu meiner Zeichenakademie, wo ich die großen Zeichenkurse anbiete mit Workbook hier. Ja. Also vom Anfänger zum Meister ist mein Hauptkurs, wo schon viele wirklich extrem dazugelernt haben. Und hier lernst du, wie man alles sozusagen Stück für Stück aufbaut. Ja. Das ist das Kapitel mit dem realistisch Zeichnen. Vorher lernen wir natürlich die Formen alle aufzubauen. Also ich mache jetzt sozusagen eine Übung daraus. Und hier kann man das dann wirklich sehr gut machen, mitzeichnen und wie sich die einzelnen Formen gestalten, um sie dann realistisch zeichnen zu können. Also bei Bedarf schau gern unten in die Beschreibung. So, wir sind jetzt hier bei unserem Hocker, gehen hier nochmal weiter. So, du siehst, alleine durch die Betonung der Linien bekommen wir schon eine gewisse Tiefe rein. Ja? So, jetzt mache ich den noch ein bisschen lebendiger. Ein paar Schatten rein. Sagen wir mal, das Licht kommt von hier. So, und du siehst, wie sich Stück für Stück daraus etwas entwickeln kann. Ja? So. Und schon haben wir hier, deuten wir einfach noch ein bisschen Schatten an hier. Du siehst, mit jedem Strich wird so ein Objekt lebendiger. Ja? Also die Proportionen erstmal meistern, das hilft unglaublich also dafür ist das Training mit dem Würfel oder mit dem Quader, am besten mit beiden, unheimlich wichtig, um die Dimension zu erfassen und daraus Objekte speziell drehen zu können. Ja? Das ist wirklich das A und O.
So, ich höre gerade ein paar Stimmen, vielleicht hast du sie auch gehört, stehen wieder Leute vor meinem Schaufenster. Ja, ich bin ja hier in meinem Atelier in Kaput und heute habe ich auch geöffnet, aber erst etwas später. So, okay. Das war's zum Thema Würfelzeichnen. Weitere Videos, Grundlagen für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Klicke oben hier in die Playlist. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Lass mir einen Kommentar da. Gern ein Abo und ein Like. Teile das Video. Tue einfach das, was dir gefällt. Ich freue mich, wenn du mich unterstützt. Wir sehen uns zum nächsten Mal hier auf Schmitz Zeichenwelt.